Ja, Gott zum Gruße, ich begrüße euch wieder recht herzlich, Hulda Offenbauer. Ja, ich möchte da jetzt anschließen, wir haben ein Video gemacht mit diesem Reptiliengehirn, mit den Reptoiden, und ich habe da ein Thema angeschnitten, Empath und Narzisst, und habe versprochen, dass ich da etwas dazu sagen werde, und das möchte ich jetzt mit diesem Video, das wird wahrscheinlich eine kleine Serie werden, möchte ich das machen. Und zwar werden wir heute mal beginnen, dass wir nicht nur den körperlichen Unterschied, sondern auch den geistigen Unterschied zwischen Mann und Frau ein bisschen beleuchten, sowohl von der Welt als auch in der Bibel. Das Zweite, was ich beleuchten möchte, ist diese Aussage im 1. Mose, der Mann wird seine Frau erkennen und sie werden ein Fleisch sein. Ja, warum ein Fleisch, ein Geist, das schauen wir uns an. Und wo diese uralte Feindschaft gegen die Frauen herkommt. Das schauen wir uns heute an. Ich möchte mich vorher noch recht herzlich bei denen bedanken, die mitproklamiert haben, was wir besprochen haben im letzten Video. Und wir machen es so, wir schließen uns eigentlich jetzt jeden Tag zusammen. Wir machen um 20:30 Uhr eine gemeinsame Proklamation. Und wer will, kann gerne mitmachen in dieser letzten Endschlacht, Armageddon, Gut und Böse, wo die Schlacht im Wohnzimmer stattfindet. Das ist in meinem letzten Video, kann man das nachlesen, wie das funktioniert und wer da gerne mitmachen möchte. Ich würde mich sehr freuen. Ja, das Thema heute, ich habe das überschrieben: Wer hat der Frau die Krone gestohlen und wer hat dem Mann den Tränensack zugeschnürt? Und wenn man schaut, jetzt gar nicht einmal auf die Bibel, in allen Kulturen, in allen Religionen, in allen Gesellschaftsschichten ist die Frau weniger wert, wird die Frau diskriminiert. Ja? Und es ist sogar so, dass in manchen europäischen Ländern, also fast in allen europäischen Ländern, verdienen die Frauen auch um etliches weniger, bis zu 15%. Ja? Und wenn man sich jetzt einmal alle 5 Weltreligionen anschaut, dann wird eine These aufgestellt, dass die Frau und ihr weiblicher Körper sündhaft ist, weil sie die Sünde in die Welt gebracht hat. Und das ist förmlich eine Dämonisierung der Weiblichkeit. Und ich möchte mal jetzt einmal mit euch anhand der Bibel anschauen, was da drinnen steht über die Frau, über die Sexualität, aber auch was die Welt dazu sagt. Die Frau, ihr Stand und auch die Sexualität. Wir kennen ja Paulus schon und er ist ein gutes Werkzeug dafür. Viele sagen, der Paulus ist ja frauenfeindlich, und nach seinen Aussagen nach, was er in der Bibel tätigt, kann jeder für sich selbst entscheiden, ob dieser Ausspruch passt oder nicht. Ja? Er schreibt zum Beispiel in 1. Korinther, schreibt er eben über die Ehe, über die Ehelosigkeit, über die Sexualität. Das beschreibt er hier in diesem Kapitel. 1. Korinther 7 kann man das nachlesen. Ja? Und er schreibt: Es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Auf der anderen Seite sagt er dann, dass man die eheliche Pflicht erfüllen muss. Ja, das schaut für mich, da ist schon ein gewisser Druck da, Pflicht, muss. Ja, da ist diese Freiheit und diese Freiwilligkeit, dieses, sage ich einmal, Hingeben und Loslassen, wird da schon einmal eingeschränkt. Dann führt er weiter an, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Auch umgekehrt. Und dann sagt er noch: Ich wünsche aber, alle Menschen wären so wie ich. Er war nicht verheiratet. Es kursieren da verschiedenste Spekulationen. Ja. Manche sagen, er war impotent, manche sagen, er war schwul. Man weiß es nicht. Wie gesagt, das sind Spekulationen. Auf jeden Fall, wir wissen, dass er keine Frau hatte, dass er nicht verheiratet war und auch mit Frauen nichts am Hut hatte.
Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemt, ja genau, da wird jetzt beschrieben, wenn ein junger Mann in seiner Vollkraft steht, ja, was er da machen soll. Und diesen Vers haben die Großkirchen irgendwo versteckt, weil es das strikte Verbot gibt, dieses Sex vor der Ehe. Und ja, ich denke mal, wir sollten doch ein bisschen den Menschenverstand einsetzen. Ich will das jetzt nicht befürworten, dass man mit jedem ins Bett reinhupft. Aber wenn ich wirklich vorhabe, dass ich mich für eine Frau entschieden habe und ich weiß, ich werde sie heiraten, und dann ist dieses Verlangen da und sich dann in dieser Zeit bis zur Hochzeit zu enthalten, ist das schon ganz schön heftig. Ja, also wenn Sie vorhaben zu heiraten, dann ist dieses strikte Verbot Sex vor der Ehe eine ziemliche hochgesetzte Latte, nennen wir das mal so. Also er schreibt hier, wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in seiner Vollkraft steht und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht. Sie sollen heiraten. Ja, ich lasse das einmal so stehen. Wenn wir jetzt in die Welt ein bisschen hineinschauen, in verschiedene andere Länder und die Frau, ihre Weiblichkeit, ihre Sexualität anschauen, ist das haarsträubend und widerwärtig. Ja, in Japan zum Beispiel. In Japan gelten Frauen als gute Frauen, wenn sie sich während des Sex nicht bewegen und nicht zeigen, dass sie Lust verspüren und dass sie alles über sich ergehen lassen. Das ist in Japan eine gute Frau. Und es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen, China oder Japan, da gibt es ja dieses Fest, wo sie da wird ein Penis auf einer Tribüne hochgetragen und das ist ein Fest, das feiert man, da wird diese männliche Kraft emporgehoben, nur der Mann. Ja. Und ja, ein anderes Problem, ein globales Problem, ja, nicht nur auf bestimmte Länder bezogen, ist die Genitalverstümmelung der Frau. 200 Millionen Frauen das ist eine Dunkelziffer, ja, weiß man nicht, ob es wirklich stimmt, es werden sicher mehr sein, sind genital verstümmelt. In Asien werden massenhaft weibliche Föten abgetrieben. Die Vergewaltigungen in Indien, Zwangsheiraten, der Mädchen- und Frauenhandel. Und da gibt es einen guten Film, ich habe ihn noch nicht fertig angeschaut, aber mit Ausschnitte und mit dem Hintergrund gefällt mir das sehr gut. Der heißt Female Pleasure, ja, das weibliche Vergnügen. Und da beleuchtet, die Regisseurin ist um die Welt gereist und hat sich alle 5 Weltreligionen angeschaut und hat sich 5 Mädchen, 5 Frauen rausgenommen und hat gezeigt, was die Religion zur Frau sagt und wie sie unterdrückt werden, welche Gesetze dort herrschen. Das ist sehr aufschlussreich und sehr, sehr informativ, aber auch sehr brutal und garstig. Genau, dann gibt es etwas ganz Schlimmes, das nennt man selektiver Fetozid. Das sind Schwangerschaftsabbrüche wegen des Geschlechts. Ja? Das sind selektive Abtreibungen und Kindesmorde an Mädchen. Und diese Kindesmorde und Abtreibungen, die sind bis zum 6. Schwangerschaftsmonat erlaubt und legal. Also da. Und in China und Indien ist es üblich, dass man Mädchen kurz nach der Geburt auch gleich tötet. Jetzt die Frage, warum ist das alles so? Wer hat da was gegen die Frauen? Wer setzt sie so herab? Wo ist die Würde der Frau? Wer hat die Krone der Königin geraubt? Hat das mit der Feindschaft zu tun
zwischen der Schlange und der Frau? Wir werden das gleich sehen. Schauen wir mal ein bisschen in die katholische Kirche. Wir haben das in anderen Videos schon beleuchtet, das Zölibat, was sich die Kirche rausnimmt und auf Paulus seinen Aussagen aufbaut. Aber wie gesagt, das haben wir auch schon gesagt, auch Pfarrer sind nur Männer und können es nicht bei die Hände oder am Kopf rausschwitzen. Ja, und die Kirche sehen wir auch, wenn man ein bisschen zurückschaut, die Kirche hat die Frauen verbrannt und hat sie dann auch Hexen genannt. Da ist eine Feindschaft da. Wo kommt die her? Ja, der Paulus hat noch ein paar andere Aussagen getätigt in der Bibel. In Timotheus lesen wir: Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. Das wird übersetzt mit Unterwerfung, entweder freiwillig oder gewaltsam. Ja? Die Frau muss untertan sein und ja, ruhig sein, ja, nichts sagen. 1. Korinther 14 gibt da Anweisungen. Lasset eure Weiber schweigen in der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Ja, das ist wieder typisch das Gesetz vom Jahwe gegeben. Wollen sie etwas lernen, so lasst sie daheim ihre Männer fragen. Es steht den Weibern übel schlecht an, zu reden und in der Gemeinde zu reden. Ja, Aussage von Paulus. Und Exegesen und Bibelforscher vermuten, dass dieser Text mit diesem Untertansein und mit diesem Schweigen, dass das in die Bibel hinzugefügt wurde. Könnte gut dazu passen, um das Bild der Frau eben dort zu halten, wo es jetzt ist, von der Kirche her. Im Endeffekt widerspricht sich Paulus selbst, weil im 1. Korinther 11 spricht er dann wieder, wenn die Frauen in der Gemeinde beten oder Weissagen, ja, da plötzlich dürfen sie wieder was sagen, zuerst sollen still sein, dann prophezeien sie sogar. Ja, dann spricht er eben dieses Streitthema an, dass die Frau eben, sie streiten sich, ob die Frau jetzt einen Schleier haben soll oder ob das Haar ihr langer Schleier ist. Aber wie gesagt, das ist ein Widerspruch. Zuerst sagt er in der Gemeinde, sei still und schweig. Und dann prophezeien sie plötzlich und beten. Petrus nennt die Frauen auch noch ein schwaches weibliches Gefäß. Schwach, ja, das ist diese Schwäche. Jetzt schauen wir, ob die Frauen wirklich so schwach sind. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die schauen wir uns jetzt auch an, wo die Bibel über die Frau spricht, wo die Frauen dem entgegenstehen, was Paulus und Petrus hier sagen. Schwach, still sein, unterordnen. Die Frauen waren diejenigen, die beim Kreuz blieben, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Jünger, die Männer sind davongelaufen und haben sich eingesperrt, weil sie Angst hatten, dass sie auch jetzt umgebracht werden. Die Frauen waren die ersten beim Grab, beim leeren Grab, wie der Stein weggerollt war. Jesus als der Auferstandene erschien zuallererst einer Frau. Wir lesen von großen Frauen, Deborah, die Richterin, die den Sisera den Kopf zerschmettert hat, die Prophetin Hulda. Und wir lesen auch von Jüngerinnen Jesu. Ja, das kann man in Johannes 8 nachlesen. Die werden dort genannt und wie sie Jesus gedient haben. Dann lesen wir von der Gemeinde zu Hause von Aquila und Priscilla. Priscilla war eine Frau. Lydia, die Purpurhändlerin und ihre Hausgemeinde. Chloe und ihre Hausgemeinde. Die Phoebe oder Phoebe war eine zentrale Figur in der Hausgemeinde. Und in Römer lesen wir von zweien, und zwar ist das der Andronikus und Junia. Andronikus ist ein Mann und Junia ist eine Frau und sie werden beschrieben, das sind ausgezeichnete Apostel. Auch die Frau. Mehrzahl. Die beiden werden angesprochen. Und Johannes Chrysostomos, der von 344 bis 407 nach Christus gelebt hat, der schreibt über diese Junia.
die ein ausgezeichneter Apostel ist. Ein Apostel zu sein ist etwas Großes, aber berühmt und ausgezeichnet sein unter den Aposteln, bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel für würdig befunden wurde. Und jetzt ist interessant, in der Lutherbibel und in der Einheitsübersetzung steht statt dieser weiblichen Junia ein anderer Name, nämlich der männliche Name Junias. Ja, das wurde verändert. Im Grundtext war es eine Frau, die Apostel war. Und weil das eben nicht in das Gesamtbild der Kirche reinpasst, hat man aus der Frau dann einen Mann gemacht. Eine sehr bedeutsame Frau ist die Sünderin, die die Füße von Jesus reinigt mit ihren Tränen und seine Füße küsst. Ja? Und dem Pharisäer hält Jesus dann vor, du wäschst nicht meine Füße und hast mir bis jetzt keinen Kuss gegeben. Ja, da sieht man diesen krassen Unterschied, den Jesus hier auch hervorhebt. Aber in gegenteiliger Weise. Ich will jetzt nur mal zeigen, die Frauen in der Bibel. Ja? Nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil es in der Bibel steht. Und Inschriften belegen, dass es zur Zeit Jesu, da gab es durchaus Geschäftsfrauen, weibliche Synagogenvorstände und städtische Amtsträgerinnen. Ja, und Satan weiß sehr wohl, was über die Frau in der Bibel steht. Denn es ist prophezeit, dass die Frau dem Teufel den Garaus machen wird. Ja, wir wissen ja, das ist diese uralte Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau. Und da steht eben im 1. Mose 3,15, die Frau und ihre Nachkommen werden der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange mit ihren Nachkommen in die Ferse stechen. Ich habe noch nicht ganz hundertprozentig herausgefunden, was das jetzt bedeutet mit die Ferse stechen. Das kann auf der einen Seite sein, die Ferse wird oft bezeichnet, die Nachhut in einem Kriegsgefolge. Aber irgendwie ist mir da im Hinterkopf so ein Beispiel eingefallen mit diesem, die Nachkommen in die Ferse stechen. Da gibt es dieses Neugeborenen-Screening, ja, wo 13 Stoffwechselkrankheiten und 2 Hormonstörungen werden da untersucht bei ganz frischen Babys, bei Neugeborenen. Ja. Und Frühgeborene müssen oft leider 2-mal gestochen werden. Ja. Und die werden in die Ferse gestochen. Und dem Baby tut natürlich diese Blutabnahme weh und es weint, weil ich habe das selber gesehen, wir haben 4 Kinder. Und ich habe das total brutal gefunden. Die nimmt die Ferse und drückt da ziemlich fest rein, damit genügend Blut kommt, weil das sind verschiedene Punkte, da muss das Blut hineinkommen, damit man dann sieht, wie der Test ausfällt. Und das ist natürlich für diesen kleinen Zwutsch, der da erst auf die Welt gekommen ist, der da ein Martyrium hinter sich hat, heftig, ja. Und ich kann mich erinnern, alle unsere Kinder haben da geweint und ich fand das wirklich brutal. So, möglich, dass das irgendwo ein versteckter Zusammenhang ist. Ja, wenn wir jetzt schauen, die Frau zertritt der Schlange den Kopf. Schauen wir uns das Wort Kopf einmal an. Im Hebräischen heißt Kopf Ros. Das heißt den Kopf, Anführer, Spitze, Anfang und Haupt. Ja, und im Griechischen haben wir gesagt, gibt es dieses Wort Archon, die Archonten, das ist Anfang, Haupt, Autorität, Herrschaft. Das heißt, die Frau wird der Herrschaft, dem Anfang, dem Haupt, den Kopf zertreten. Herrschaft weg. Ja. Und dann gibt es auch noch das griechische Wort von dem Archon, das Archaios, das heißt, was von Anfang an war. Das heißt alt. Archaios wird mit alt übersetzt. Ja. Und genau das finden wir. Der große Drache, die alte Archaios, Schlange. Teufel und Satan genannt. Ja? Und Satan ist ein Lügner von Anfang an. Und deshalb auch diese Feindschaft von Anfang an, diese uralte Feindschaft. Ja?
Es geht zurück bis auf den Ursprung und der Ursprung ist die Schlange. Da kommt diese Feindschaft her. Und wenn wir jetzt einmal ein bisschen schauen, Eva steht bildlich gesprochen als Mutter für alle Menschen. Ja, im 1. Mose wird sie auch genannt, sie ist die Mutter aller Lebenden. Und übersetzt wird das auch, diese Mutter wird übersetzt als fürsorgliche Beraterin und als Führerin. Ja, ganz wichtig, als Führerin und als Beraterin. Und wenn man jetzt einmal schaut, eine Frau oder eine Mutter hat Eigenschaften, die ein Mann nicht hat. Die Frau, schauen wir jetzt in das Körperliche, die Frau empfängt und gebiert. Empfangen und etwas hervorbringen. Aber nicht nur im Körperlichen. Ich werde euch zeigen, dass das auch auf den geistlichen Bereich anzuwenden ist. Und dass auch speziell aus diesem Grund diese Feindschaft da ist von Satan gegen die Frau. Schauen wir jetzt einmal in die Welt hinein. Wenn man vergleicht Burschen und Mädchen, ja, wir haben zum Beispiel 2 Buben und 2 Mädchen und es ist lustig, wir haben wirklich, ich meine, jedes Kind hat seine eigene Individualität, jedes Kind ist unterschiedlich, alle unsere 4 Kinder sind geniale Einzelstücke, sage ich mal, ich liebe sie alle. Und wenn man Mädchengeburtstag hat und Bubengeburtstag, dann ist das ein gravierender Unterschied. Ja, die Mädchen, oder Fasching, ja, die Mädchen gehen am liebsten als die Prinzessin. Ja, und das machen Mädchen gerne. Die Mädchen ziehen sich die Stöckelschuhe von der Mama an, nehmen den Lippenstift und die Wimperntusche, wo sie sich dann nicht gescheit schminken können. Und dann schauen sie sich in den Spiegel und sagen, bin ich schön? Und der Bub, das sieht man bei den Kindergeburtstagen, das sind die Kämpfer. Die haben immer irgendwelche Stöcke und Schwerter und müssen kämpfen. Und dann sagen sie, bin ich stark? Ja, das ist ein Unterschied. Die Mädchen wollen schön sein und die Buben wollen stark sein. Ja, das sind die Prinzessinnen und da ist der Ritter. Und das alles ist aber dann, irgendwann kippt das ganze System, ja. Und wenn man die Frauen heute anschaut, wenige Frauen sind wirklich weiblich gekleidet. Ja? Diese wunderschönen wallenden Kleider gibt es kaum mehr. Die Frauen tragen oft Hosen oder Hosenanzug. Ich meine, ich trage es auch, ja, aber diese weibliche Form geht immer mehr verschwunden. Auch die langen Haare bei den Frauen, man sieht oft Frauen mit so richtig typischen Männerkurzhaarschnitten. Ja? Und auch die weiblichen Rundungen, viele Frauen lassen sich das wegoperieren, diese schönen weiblichen Hüften lassen sie sich wegoperieren, weil dieses Twiggy-Bild einfach im momentanen Weltbild drinnen ist. Aber es ist schön, ja, es ist einfach weiblich. Warum, frage ich mich, stehen die Frauen nicht zu ihrer Weiblichkeit? Auch, ich sage das jetzt einmal so hinein, Zellulit ist auch etwas komplett Weibliches, das sind weibliche Hormone, das gehört zu einer Frau dazu. Und viele finden es hässlich und verstecken es, aber warum stehen die Frauen nicht zu ihrer Weiblichkeit? Ja? Und ich möchte mit den ganzen Videos jetzt dir zeigen, ich möchte die Frauen so darstellen, dass sich die Frauen einmal richtig erkennen, wie sie wirklich sind, ja? Dass sie der Lüge nicht mehr glauben und auch, dass die Männer die Frauen richtig erkennen. Genau, und das werden wir dann das nächste Mal machen. Wir sind gut in der Zeit. Wir werden das nächste Mal dann beleuchten, die Eva, was das bedeutet, wenn die Eva die Gehilfin von Adam ist oder die Hilfe für Adam, was das wirklich bedeutet. Wir werden beleuchten, was es heißt, ein Mann wird eine Frau verlassen und sie werden ein Fleisch sein. Warum steht da jetzt nicht ein Geist? Und wir werden die Frau als schwächeres Gefäß, wie es die Bibel sagt, beleuchten und schauen, was da wirklich damit gemeint ist. Ja, und inzwischen wünsche ich euch viele schöne sonnige Tage. Bei uns ist ja der Frühling gerade eingezogen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Und ich wünsche den Frauen viel Weiblichkeit, ich wünsche den Männern viel Geistigkeit, ihre Frauen auch als Ganzes zu erkennen, jetzt nicht nur das Körperliche, sondern auch das Wesen von einer Frau, das Innere, das Herz, die ganze Person. Und
ja, dass sie einfach einen Scharfblick für das Innere auch haben. Und wir werden das Ganze noch in den zukünftigen Videos untermauern. Und ich bin mir sicher, dass das Bild, was wir jetzt haben über die Frauen über sich selbst und die Männer über die Frauen, dass sich das wenden wird und dass wir dadurch uns alle bereichern und in der Gesellschaft ein großer Sprung nach vorne sein wird. Ich freue mich drauf und wünsche euch bis dahin Gottes Segen.